nämlich mit einem leichten Schwenkwert 1 bis 80%. Es stellt sich an dieser Stelle also die Frage, wie kommen diese Zahlen zustande? 1% ist der offizielle Schwellenwert der Berliner Charité, das heißt der offizielle Wert in Deutschland. 80% ist das Ergebnis einer Studie, die im Rahmen des 2012 erschienenen Films Are All Men Pedophiles durchgeführt wurde. Das Problem ist jetzt, die Berliner Charité misst effektiv nur knallharte, brutale, exklusive Primärpädophile mit Erfahrung. Der Film Are All Men Pedophiles hat Folgendes gemacht. Sie haben ein Gerät zur Messung von Durchblutung des Genitals bei Männern angesetzt, die auf einen Stuhl gesetzt und ihnen Bilder nackter Mädchen gezeigt. Jeder, der irgendeine Form von erhöhter Durchblutung gezeigt hat, also irgendeine Form von Erregung, war als pädophil klassifiziert. Wir sehen an dieser Stelle also nochmal, das Problem von Definitionsgenauigkeit und von Art des Datengewinns ist massiv. An dieser Stelle vielleicht mehr denn je. Ein plausibler Median der diversen Studien liegt bei ungefähr 5 bis 10% Männern und 2 bis 4% Frauen. Also immer noch im Durchschnitt 4 bis 7% der Bevölkerung. Das macht bei 20, sagen wir mal, es sind bei 5% Männern, es gibt 20 Millionen erwachsene Männer, das heißt 1% sind 200.000, macht ungefähr 1 Million Pädophile in Deutschland. 1 Million. Das zum Thema kleinere Gruppe. Interessant ist dabei übrigens vor allem ein Detail, dass nämlich trotz der hohen Dunkelziffer bei der Frage sowohl wie viele Pädophile es gibt, als auch bei der Frage wie viele pädophile Akte stattfinden, alle Studien sich einig sind, dass 80 bis 88% aller Übergriffe auf Kinder von Sekundär- oder von gar nicht Pädophilen durchgeführt werden. In den meisten Fällen sind es Gelegenheitstäter, die Ersatzmotive haben, wie gesagt Ausübungen von Machtfantasien, Unterdrückung, Gewaltfantasien, die Möglichkeit, einen schwachen Partner zu haben, die alle Späße. Interessant für uns Ethiker ist nun die Betrachtung eben dieser Akte selbst. Und jetzt ist es ein wenig wichtig für mich. In der öffentlichen Meinung ist es bis heute die Hauptströmung, dass jeder Sexualakt zwischen einem Erwachsenen und einem Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit schwere traumatische Schäden hervorruft, die nie wieder verheilen, ohne Zweifel also moralisch verdammlich sind. Pädophilie ist schädlich, sie ist schwer schädlich. Diese Schäden sind unter den Opfern pädophiler Übergriffe weit verbreitet und sie ist geschlechtslos, das heißt, sie betrifft Jungen und Mädchen gleichermaßen. Dass dies nach wie vor die in der Öffentlichkeit am weitesten verbreitete Meinung ist, zeigt einmal mehr, wie dringend an dieser Stelle Aufklärung notwendig ist. Die entscheidende Wende weg von dieser Meinung geschah in der professionellen Psychologie nämlich bereits 1998, Verzeihung 98, mit der sogenannten Rind et al. Metastudie. Kontrowitsch, Bausermann und Rind, 3 Professoren aus Amerika, eine durchgeführte Metastudie, die nun Folgendes tat. Sie untersuchten diese 4 fundamentalen Überzeugungen, die da oben stehen, schädlich, schwer, weit verbreitet und geschlechtslos, indem sie Hunderte von vorherigen Studien zusammennahmen, bündelten, statistische Ungenauigkeiten und Problematiken überprüften, ihre Methode bereinigten und dann komparativ verglichen. Das heißt, Abertausende von Probanden in einen Hut packten. Sie strichen unter anderem, und das ist jetzt wirklich wahr, völlig zu Recht heraus, dass die meisten Studien, die diese immer noch generelle Meinung produziert haben, in wahlweise Gerichtssälen oder in Kliniken durchgeführt wurden. Das heißt, man hat, wenn man gefragt hat, Leute, die in ihrer Kindheit Sexualerfahrungen gehabt haben, mögen sich bitte bei uns melden, hat man in Sexualkliniken nachgefragt. Das ist ungefähr so, als würde man überprüfen wollen, sind alle teleophilen, normalen menschlichen Geschlechtsakte Vergewaltigung und würde dann in der ambulanten Gynäkologie nachfragen. Dass man da keine statistisch saubere Ergebnisgruppe bekommt, ist, denke ich, offensichtlich. Rind et al. Strichen das vollkommen zu Recht heraus. Ich habe die Studie hier vorne zur Einsicht liegen. Ich werde auch direkt sagen, die ist wirklich leicht zu verstehen. Sie wurde von Psychologen geschrieben, sie wurde für Psychologen geschrieben. Ich habe selber nur 2/3 verstanden. Viel von dem, was es ist auch Rechtfertigung, ist Begründung. Man hat gemerkt, dass sie gespürt haben, da wird es eine Menge Widerstand geben. Dennoch muss man sagen, sie wurden sehr positiv angenommen in der Wissenschaft. Also es gab sehr viele affirmative Peer-Reviews, sie wurden generell anerkannt und gut gelten als ein großer Journal. In ihr werden nun die Daten anhand einer deutlich objektiveren Demografik, nämlich anhand von College-Studenten studiert. Und das Ergebnis ist eindeutig. Bleibende psychische Schäden sind absolute Ausnahmen. Kinder, die Opfer von sexuellem Missbrauch werden,
tragen tatsächlich eher selten psychische Schäden davon. Und wenn sie es tun, sind sie in den meisten Fällen überhaupt nicht gravierend. So, das ist jetzt erstmal für diejenigen, die sich mit dem Thema der Psychologie noch nicht beschäftigt haben, ein ziemlich dicker Brocken, ich weiß. Die Studie ist allerdings, wie gesagt, hervorragend fundiert und in der wissenschaftlichen Welt mit großer Bestätigung angenommen worden, gilt heute als bahnbrechende Wandlung. Sie wurde übrigens, das zum Thema Widerstand in der Öffentlichkeit, 1 bis 2 Jahre nachdem sie herausgekommen ist, von der amerikanischen Regierung verboten. Interessanterweise haben danach auch diejenigen Wissenschaftler, die vorher überzeugte Gegner dieser Theorie waren, sich auf einmal flammend auf ihre Seite gestellt, denn das war offensichtlich ein Angriff auf die Integrität der gesamten Wissenschaft. Dass man gesagt hat, was eine These vertritt, die wir nicht wollen, das wird verboten. Ich kann die Skepsis vieler Zuhörer an dieser Stelle, die Sie haben werden, völlig verstehen. Zugleich muss ich aber auch sagen, ich kann die Studie hier nicht vollständig darlegen. Das geht einfach nicht. Es sind 35 Seiten, ich habe 10 Stunden gebraucht, die zu lesen. Ich kann allerdings jedem empfehlen, sich weiter darin einzuarbeiten, vielleicht die These selber mal zu sichten, ein paar Reviews, ein paar derartige Dinge zu arbeiten, das wird nicht zu ersetzen sein. Tabellarisch sieht das Ergebnis der Studie übrigens so aus. Aber das wird natürlich nicht reichen. Was wir sehen, ist übrigens der Wert R. Der Wert R gibt an, wie hoch die Schwankungen waren, also wie hoch die durchschnittlichen psychischen Schäden waren. Dabei gilt, Punkt 00 ist keine Veränderung, Punkt 2 ist eine leichte Veränderung, Punkt 4 ist eine schwere, mittlere und Punkt 6 ist eine sehr schwere. Wir sehen, die allergrößten Einwendungen hier waren Punkt 1, 2, also nie noch unter leicht. Eine weitere sehr interessante Komponente der Studie ist die nachträgliche Bewertung des Aktes aus Sicht der erwachsen gewordenen Kinder. Also die Frage, ob sie diesen Akt im Nachhinein als positiv, negativ oder neutral empfangen. Die nachträgliche Bewertung dieser Erfahrung variiert massiv nach Geschlecht. 72% aller Mädchen, aber nur 33% aller Jungen haben den Akt als negativ geschrieben. 15% aller Mädchen, aber 35% aller Jungen beschrieben den Akt als positiv. Es gibt also mehr Jungen, die sagen, ich habe Spaß dabei, das fand ich toll, super, als Leute, die gesagt haben, ich habe es in irgendeiner Form, egal wie schwach, negativ. Wir haben also tatsächlich eine Mehrheit an positiven Bewertungen. So sieht das Ganze dann hier aus. Wir sehen also, würde man jetzt, so wie die Daten da stehen, da erstmal naiv rangehen, würde man ja sagen, ach ja, so schlimm ist Pädophilie dann ja gar nicht erstmal. Pädophile Akte werden nur selten als dramatisch aufgefasst und können durchaus mit Einvernehmen und, wie wir sehen, zum nachträglichen permanenten Wohlgefallen des Kindes geschehen. Dass sie damit automatisch ethisch akzeptabel sind, ist an dieser Stelle noch nicht gesagt. Aber stellen wir uns erstmal eine andere Frage. Wenn das so ist dann das Verhalten der Öffentlichkeit gegenüber dieses Themas angemessen? Die Überschrift beantwortet meine Frage. Die antizipierte Antwort ist nein. Was vorliegt, ist ein Kernbeispiel einer Sozialhysterie, einer sogenannten Social Panic, einer Moral Panic. Die sind für Paraphilien sehr typisch, in der Pädophilie zurzeit aber stärker als in jeder anderen Form, eben weil sie so stark im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist. Ich meine, kaum jemand denkt hier über Zoophilie nach, aber Pädophilie sind alle Munde. Beobachten wir auf jeden Fall, dass der Hass auf Pädophilie jetzt zu einem sozial inszenierten Ritual geworden ist, das praktiziert wird und das öffentlich gepflegt wird, gerade in, wie gesagt, öffentlichen Medien. Umfragewerte platzieren Pädophile einstimmig noch unter Transsexuellen, Zoophilen und Mördern. An dieser Stelle meine Entschuldigung an Transsexuelle. Es stammt so in der Quellenliteratur und es stimmt ja, sie haben ein sehr geringes öffentliches Ansehen, auch wenn sie es offensichtlich nicht verdient haben. Wie dem auch sei. Solche Formen des inszenierten, sich selbst künstlich immer hysterischer peitschenden und längst aller Angemessenheit hinter sich gelassenen Hasses können eine Reihe von Gründen haben. Die der amerikanische Sexologe Vern Wolf in einem Essay über dieses Thema diskutiert hat, das und das mit dem komplizierten Titel, liegt ebenfalls aus. Distanzierungsnot, Kinderschutzbedürfnis, das Tabu kindlicher Sexualität und Instrumentalisierung durch radikale oder konservative Gruppen sind genannte Gründe für die Entwicklung einer Sozialhysterie. Distanzierungsnot ist ein uralter bekannter Effekt. Alles, womit ich nicht in Verbindung gebracht werden möchte, schiebe ich betont, übertrieben von mir. Das heißt, keine Ahnung, der berühmte Closet-Fall, dass jemand, der schwul ist und sich einsehen will, homophob wird. Jetzt will ich nicht sagen, Leute, alle die sind automatisch pädophil, aber ich möchte nicht auf keinen Fall mit Pädophilie in Verbindung gebracht werden, deswegen reagiere ich über. Zugleich das Bedürfnis nach Kinderschutz, ein natürlicher Instinkt. Ich möchte Kinder beschützen. Das führt auch dazu, dass ich sehr empfindlich auf alles reagiere, was potenziell für sie gefährlich sein könnte. Drittens, das kulturell instituierte Tabu kindlicher Sexualität. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jede Verbindung von kindlicher Sexualität automatisch No-Go ist.
Und das 100 Jahre nach Freud, aber hier sind wir. Zu guter Letzt das Problem der Instrumentalisierung. Bei den 3 bisher gegebenen Akten kann man darüber streiten, ob sie natürlich sind oder nicht. Bei der Instrumentalisierung ohne Zweifel nicht. Insbesondere konservative und religiös-fundamentalistische Gruppen, insbesondere übrigens natürlich in den USA, aber auch in Nordeuropa, praktizieren diese. Sie wurde seit jeher gerne mal